So, im letzten Video hatten wir ja das Adapterkabel gebaut für das OVMS. Ich habe ja auch noch gleich 2 weitere Kandidaten liegen, die auf den Umbau warten. Und ich habe hier das Problem, dass das Auto, auch wenn das Auto vorm Haus steht, der WLAN-Empfang vom OVMS relativ schwach ist vom Internet. Man kann ja über die Webkonsole drauf zugreifen und kann das auch in Verbindung mit dem Heimrouter freigeben, mit der Portweiterleitung, damit man dann von einem anderen Gerät im Netzwerk oder außerhalb des Netzwerks auf das OVMS zugreifen kann. Die interne WLAN-Antenne befindet sich hier. Machen wir dieses Modul raus. Ihr seht auch schon, was wir angestellt haben. Hier unten ist die WLAN-Antenne. Und hier wäre eine Buchse vorgesehen. Und hier ist ein 0 Ohm Widerstand. Das ist jetzt so schlecht gezeichnet, aber man kann es erkennen. Es sind hier 3 Lötpunkte, wo der Widerstand hier hochgelötet ist für die interne Antenne, oder man lötet die hier runter, damit das Signal hier auf die Antennenbuchse kommt, die hier aber auch nicht vorhanden ist. Und wir haben versucht, eine Buchse von woanders auszulöten und ja, hat nicht geklappt. Also haben wir das Kabel hier direkt aufgelötet. Bislang hatte ich einen Empfang von mindestens minus 80 Dezibel, was dann oft problematisch wurde bei einem Firmware-Update. Es war eine instabile Verbindung und habe hier jetzt vom geschlachteten Router einfach die Antennenbuchse hier mit der Abschirmung aufgelötet und mit dem Inleiter auf den Punkt, auf den der Widerstand zur Buchse geht. Man kann es irgendwie erkennen. So müssen wir es erkennen können. Ich habe es auch schon ausprobiert und von einem Wert von über 80 Dezibel, also minus 80 Dezibel, sind wir jetzt bei 70 bis 73 Dezibel. An der gleichen Position, wie ihr im letzten Video gesehen habt, unterhalb vom Airlink, hinter der Klimasteuerung. Und ich warte jetzt noch auf die Lieferung von 1 Meter Verlängerung von WLAN-Kabel. Ja, WLAN-Kabel gibt es wirklich. Und dann wandert die Antenne. Die ist von einer der Überwachungskammer aus übrig, die ja, China-Schrott halt. Ne? Ist aber WLAN-Netz und arbeitet damit wunderbar, und die wird dann mit der Verlängerung oben hinter das Airlink ins Handschiffach oben, ins Armaturenbrett oben eingebaut. Da reicht ein Klebepad oder ein Kabelbinder, und dann denke ich mal, sollten wir weit besser als 70 Dezibel noch kommen und einen damit verbundenen stabilen Internetzugang und Zugriff aufs OVMS. Ist die Überlegung, wo baut man die Buchse ein? Auf der Seite hier ist ja kaum noch real Platz. Man könnte hier noch ein Loch bohren, aber dann ist es so schon manchmal fummelig, hier die Stecker drauf zu bekommen. Hier drüben ist ja schon die OBD-Buchse. Werde ich die Buchse jetzt wahrscheinlich hier einbauen. Hier hat man noch schön Zugriff, da käme eh nur das USB-Kabel dran. Hier sind ja GPIO, Diagnoseport. Das werden wir jetzt mal machen. Das hier ist ja nochmal dann die Brücke, die mir die GPIOs vom OVMS-Modul auf die externe Buchse, auf den Diagnoseanschluss rausgibt, an die ich dann die Relaiskarte hänge. Da habe ich auch das Kabel erneuert, habe ein längeres Kabel dran gemacht. Maß nehmen. Ich bin ja auch kein Eileg. Ja, das passt. Bohren wir hier mal Pi mal Daumen rein. Nichts vorbohren.
wunderbar. 6,5 mm ist gut. Muss ich noch ein bisschen entgraten. Weniger vor allem mit für diesen Gabelschlüssel greifen. Aber geht auch so, ne? Schauen, wie ich das Kabel verlegen wollte. Eine schöne Schlaufe. Es ist etwas länger, aber dafür läuft man nicht gleich Gefahr, dass man das Kabel abreißt, wenn man das Modul mal aufmacht. So. Nicht die Ströme kreuzen. Das sind hier die Antennenanschlüsse für GSM und GPS. Schauen, dass er genau. Ich sollte es vielleicht auch richtig rum reinsetzen. Wäre vielleicht eine Option. Man munkelt es so. Ja. Nichts eingeklemmt. Gerade die dünnen Käbelchen, die Antennenkabelchen hier, die sind ja so fragil. Wunderbar. Hier die Abstandhalter, auf die ja dann die Brückenplatine kommt. Wie man diese Platine zusammensetzt, beziehungsweise die Belegung von den GPIOs habe ich alles auf meiner Homepage. Gleich auf der Startseite von Zoe verlinkt zum OVMS. Ja. Noch fest kommt ab. Ja, das könnte man auch direkt brücken, aber es hat sich gut angeboten. Ich habe die mal bekommen. Das sind so Entwicklerplatinen fürs OVMS. Die Stecker müssen drauf, fest drauf sitzen. Mal schauen. Das auch nicht knickt. Passt gerade so. Passt gerade so aneinander vorbei. Ich weiß nicht mehr, welchem Video es war. Hatte ich Probleme im Kontakt. Da hat sich hier der Pin, der ist immer noch nicht ganz drin, ist der Pin reingeschoben. Jeden ist der Kunststoff raus, warum auch immer. Wenn ihr sowas habt, einfach den Kunststoff fest zurückdrücken, Sekundenkleber drauf, dann bleibt der Pin auch wieder in Position. So, das OVM ist wieder zusammen. Es streiten sich etwas die Geister, ob hier immer eine Antenne angeschlossen sein sollte. Ich bin der Meinung, ja. Auch wenn man ein GSM-Modul zwar drin hat, aber nicht nutzt, sollte man hier trotzdem einen Ballast dran anschließen. Also die Antenne oder eine ähnliche Antenne, die auf den Anschluss passt und die Dämpfung mit sich bringt. Und auch immer Gefahr, dass die Endstufe mal hochläuft und dann ins Leere und dann war es das. Ja, das sieht ja fast original aus. Ich habe es ja beim letzten Video, beim Umsetzen vom OVMS, kurz angedeutet, dieses Klebezeug hier, das Gummizeug, hinterlässt ganz unschöne Reste. Da ich vorher dieses Isolierband drunter gemacht habe, habe ich das ein bisschen reduziert. Man kann es auch jetzt wieder verwenden. Das Kabel von der Relais-Box erneuert.
ein bedeutend längeres Kabel dran. Das vorhergehende reicht ja gerade vom UCH bis in die Müllkonsole. Und da war jetzt schon das Modul ausbauen mit so viel Aufwand verbunden, dass ich die Verkleidung im Fußraum und am Lenkrad abnehmen musste, um die Relaisbox rauszuklipsen aus der Befestigung neben dem UCH, um die rüber zu schieben, damit ich dann oben an das Kabel kam, um hier die Stecker zu lösen. Und das sollte damit dann auch gelöst sein. Dann kann die Box bleiben. Das Kabel legt man rüber und schiebt es dann gerade ins Armaturenbrett zurück, was über ist. So, das Ding hier wieder verpacken. Und wir überlegen, ob es vielleicht doch direkt hinter die Klimasteuerung passt. Mit dem längeren Kabel jetzt. Lassen wir das erstmal wieder rum. Auf eins müsst ihr noch achten, das ist ganz wichtig. Die originalen Buchsen hier für GSM und GPS haben zwar Außengewinde, aber innen sind sie weiblich. Das heißt, vom Stecker kommt der Stift und geht hier rein. Bei WLAN haben wir es genau umgekehrt. Zwar Außengewinde, aber der ist innen männlich. Heißt, in der Antenne ist das weibliche Gegenstück, was dann hier mit sich verbindet. Man kann also keine so eine WLAN-Antenne nehmen, die hier einfach draufschrauben, da dann die beiden Innenleiter keinen Kontakt bekämen. Darauf müsst ihr dann achten, wenn ihr euch so eine Verlängerung holt, dass die für diese Kombination geeignet ist. Ich habe auch einen Link unten in die Beschreibung von dem Kabel, das ich verwende. Daran könnt ihr euch orientieren. Also wie gesagt, darauf achten, dass die Stecker und Buchse zusammenpassen. Es kann auch sein, ihr schlagt irgendwo. Die sind alle gleich. Das ist auch wieder das Gleiche. Also sie sind auch Router, also WLAN-Antennen. Aber wie gesagt, darauf achten, dass ihr hier die richtige Stecker-Buchse-Kombination erwischt, wenn ihr das baut. Falls ihr so eine Buchse in die Finger bekommt, braucht ihr natürlich ein anderes Kabel. Ich weiß auch nicht, ob es ein Kabel männlich auf männlich gibt oder weiblich auf weiblich. Da müsst ihr dann selbst schauen. Jetzt könnt ihr jede ausgediente WLAN-Antenne nehmen. Ich weiß noch gar nicht, ich habe die hier noch gar nicht verglichen. Die weiße ist länger. Ob die hier unterschiedliche Dezibel bringen, keine Ahnung. Mit der weißen hat es funktioniert und das ist sehr gut. Darum bleibe ich auch bei der. Sieht später eh keiner am Armaturenbrett, ob die weiß, schwarz oder grau oder sonst was ist. Manche Router, die haben auch eine fest verbaute Antenne. Das kennen wir noch von früher, wo wir die Router aufgemacht haben, um dann die Antennen auszutauschen gegen vernünftige. Dann solche Buchse eingebaut, entweder mit diesen Steckern. Das ist so ein Stecker, den ich gern verwendet hätte, um das Ganze modular zu halten. Das kennen manche ja auch auf dem Laptop. Auf den WLAN-Modulen sind ja auch diese Antennen drauf. Und dann hat man halt so eine Buchse hinten eingebaut, wo normal die Antenne drin ist. Und dann halt hier eine normale WLAN-Antenne angeschlossen. Auch größere, die dann mehr Dezibel gebracht haben, damit auch die Reichweite vergrößert haben vom Funknetz. Oder generell die Signalstärke. Das hier ist jetzt auch so ein Verlängerungskabel. Aber lass die Finger weg von diesem dünnen Mist. Habe ich mich schon dran versucht. Auch bedingt durch die Videowochen, die ich hier habe, die teilweise über WLAN laufen muss. Das Ding, Mülleimer. Die anderen, die haben ungefähr die Dicke. Jetzt habe ich das so voll modifiziert. Antenne. Jetzt schauen wir nach dem Platz für die Antenne. Das bestellte WLAN-Kabel. Das Kabel hat hier auch nochmal eine Überwurfmutter, damit man es irgendwo noch befestigen könnte. Hier vorne der besagte Stift, der dann hier Kontakt bekommt. Wer ganz durchgeknallt ist, kann sich ja hier ein Loch reinbohren. Ja.
müssen wir mal ein bisschen Airlink wieder ausklipsen. Oder theoretisch, ich weiß nicht, ob da Platz ist. Vielleicht könnte man die Antenne auch hier seitlich mit befestigen. Wenn jetzt so tolles Wetter, ich hatte noch mehr vor, aber lassen wir es mal dabei. Was haben wir da Schönes? Fast dazu geneigt, die Antenne hier oben quer reinzulegen. So abwinkeln, hier oben quer einklemmen. Das könnte sogar richtig gut funktionieren. Schauen wir, mit dem Kabel 6 hier runterkommen. Hier wahrscheinlich. Hier runter, Schlaufe legen. Das war schon eine Aktion, mit USB-Kabel überhaupt hier runterzukommen. Gut zielen, um hier außen rumzukommen. Wie sieht das hier aus? Hier vielleicht links in den Fußraum. Oh. Die dümmsten Bauern haben am meisten Glück. Jetzt wird die Schraubenzieher hier runtergefallen. So, übers Bild wackeln. Das Ganze ist recht kurzfristig. Hatte ich jetzt wirklich keine Lust, noch die große Kamera rauszuholen. So viel gibt es ja eigentlich auch nicht zu sehen. So, dann haben wir das doch schon mal weg. Ich brauche hier was Magnetisches für die Lampe. Ihr seht ja, seht ihr nicht, wie toll das Wetter ist. Vielen Dank auch. Vielleicht doch die schwarze nehmen. Ich weiß nicht, ob das die weiße Antenne von außen sieht. Das hier so einklemmen. Der Link da drin stört. Nö. Hoffentlich klappert es nicht. Das ging ja fix. Kabel. Das ziehe ich mit nach unten von dem Koaxkabel. In Kürze ist jetzt auch getan, aber gut. So, dann haben wir hier unser WLAN. Das muss jetzt mit dem Kabel für die Relaisbox für die GPIOs mit nach unten gezogen werden. Das ist immer der falsche Schraubenzieher. Bin noch mal gespannt, ob ich das Kabel richtig verlängert habe. Oder ob es hier gleich Magic Smoke gibt. Vielleicht lege ich die Schlaufe oben rein. Dass ich hier unten nur eine kleine habe, die wieder an der Box hochkommt. So. Jetzt wieder Zeit für Sommer. Dann sind die Kabel auch williger. So, da habe ich mal markiert. Ohne ist GSM. Mit diesem Drähtchen drum gewickelt und der dicke Isolierung ist GSM.
er spielt mit. Gut. Und dann schauen wir mal. Zischt es oder kracht es? Jetzt hätte ich natürlich 2 Handys mitnehmen sollen. So, wie ihr hier einen Screenshot seht, 65 Dezibel. Also ein Plus von mindestens 15 Dezibel hat das Ganze gebracht. Ist klar von hier aus. Ist nicht mehr weit, aber muss man von hier unten rausfunken oder von der Ecke raus. Da ist die Entfernung doch schon ein bisschen größer. Dann kann ich das Teil ja wieder reinstopfen. Ach Gott. Ach Gottchen. Da war ich ja wieder schlau. So. Was sagen? Das Kabel kann hier bleiben. Da ist genug Platz. Meine Klimasteuerung. So. Das stopfen wir seitlich raus. Wunderbar, das war's auch schon. Ich bin überrascht. Mal schauen, was da noch passiert. Also, es läuft ja prinzipiell nie was glatt, ne? Das kennen wir ja. Ja. Jetzt muss ich da unten im Fußraum nochmal wieder alles zusammenbauen. Aber jetzt erst noch ein Test, ob die GPIO auch schalten. Ein kurzer Test. GPIO funktionieren auch. Wie der Ami Sarah wird, call it a day. So, mal schauen, was wir als nächstes machen. Ich muss noch ein paar Sachen anschließen an die Relaisbox. Ich habe jetzt nur die Ladeklappe vorne. Übrigens im OVMS kann man jetzt auch über die Web-Oberfläche Batteriestatus sehen. Da mache ich euch noch ein paar Screenshots klar jetzt hier drüber. Und wenn mir noch was einfällt, folgt. Ansonsten, thanks for watching. Bis zum nächsten Mal. Ciao.